Kaum denke ich kurz drüber nach über den Titel, fällt mir auf, ja, wahrscheinlich eine Anspielung auf Papers, Please. Das ich nie gespielt habe. Worum geht es hier? Die fröhliche Welt des Organhandels, glaube ich. We've exhausted the planet's resources and began squabbling over scraps. It's easier to just steal from your neighbor than to consume consciously. Moment, das sind die Alternativen? Ich kann von meinem Nachbarn klauen oder verantwortungsvoll konsumieren. The result was predictable. A nuclear war. Nukular. Das Wort heißt nukular. We destroyed nature, opting for irradiated ruins. According to the chirp of a Geiger counter, it wasn't fun to live through. To survive, we've built the verticals, or verts, giant monuments for dying humanity. First they were our cities, then our states. But there's no escaping hunger, so the verts' governments opted for desperate measures. The recycling of their own citizens. Who else would lend you a helping hand for dinner, if not your neighbor? The end of humanity was near. But then the astronomers, who managed to avoid getting eaten, discovered an inhabitable exoplanet. Our chance to begin anew. Süß. The Verts have begun the construction of spaceships, arcs, to colonize the new world, but not everyone will make the cut. The Ark. Citizens of Vert 5. Ich konnte es nicht lesen, so schnell. Meines sogar. Ups. Na, das ist doch wohl nicht okay. Shania. Oder Shania. Wie spricht man sie denn jetzt aus? Ich weiß nicht. Na gut. Das Spiel ist grafisch so anspruchsvoll, dass es lange dauert, es zu laden. Tutorial. Ja, das ist es wohl, ne? Start the day. Congratulations on your new appointment as the administrator for the factory, Miss McNeil. I've been told to give you a detailed guide. It's weird they insisted so much on it, considering your brilliant results during the exam. I'm sure your uncle in the syndicate is very proud of his niece's achievements. Let's get to the factory. Ja, let's. Factory? Ist das ein... Hallo? Let's get to the factory. Ich drücke einfach mal auf alles drauf hier. Achso. This is the factory management screen. It displays several factory sections where your employees are hard at work. The resources produced by them are sent to the warehouse. Hier ist das Warehouse. Checkpoint. Factory. Break room. Okay. Your task is to complete production orders. The Ark's icon will mark the tasks required to build the ship. Give those first priority. Your first order is to build a launch complex out of bones for the Ark. Of course, you yourself won't waste away in the factory, Miss McNeil. You just need to assign employees by dragging their portraits to the relevant area. Assign 2 employees to the bone section and the third one to any other. Moment, Employees, arbeiten die dann da? Oder sind die das Material, aus dem gebaut wird? Ja, dann Competence, Stress, Fatigue, Stress Level, Loyalty, Salary. Send to the Ark oder Recycle. This employee will be recycled like a regular visitor. All employees in the shift gain stress. Da muss ich mir erstmal angucken, ne? Wer diese sind. Competence,
ist 89 von 6000. Die sind alle nicht sehr kompetent hier, ne? Fatigue. Also die kann mehr ab hier. Die scheint schon relativ nutzlos zu sein. Stress Level, Loyalty, ist alles gleich. Ah, Intelligence und so gibt es auch noch. Die in der Mitte ist gut. Die ist natürlich, die Stress Tolerance relativ niedrig. Dagegen ist die wiederum besser. Aber die hat mehr Kompetenz. Okay. Achso. Ja. Moment. Was war jetzt die Aufgabe? To assign employees by dragging their portraits to the relevant area. Assign 2 employees to the bone section and the third one to any other. Das ist winzig. Wo ist die Bone Section? Hair. Blood. Skin. Meat. Hier ist Bone. Okay. Du kommst in die Knochenmühle. Und du kommst in die Knochenmühle. Und du? Muss ich die alle verarbeiten? Kann ich die nicht hier arbeiten lassen irgendwo? Vielleicht? Egal, die kommt jetzt hier rein. The more employees that work in a section, the more resources will be produced there. The efficiency is represented by a number of the sections. Wahrscheinlich arbeiten die doch da und werden nicht recycelt, oder? Egal, die arbeiten jetzt da. Planning takes a lot of the workday's time. You can pause the timer, but you'll have to unpause it for the factory to start working. We get all the resources we need from bodies stored at the warehouse in a nice chilly environment. Fast hatte ich aufgehört so zu nuscheln dabei. Each body passes through different sections where employees disassemble it for resources, which are then sent to the warehouse. The remains are burned at the furnace to fuel the factory. There's a lot of work ahead. We need to establish a constant supply of bodies for the warehouse, otherwise the factory's production will halt. Let's get to the checkpoint, Miss McNeil. To construct the Ark in complete orders, you will require bodies. Lots of bodies. Candidates for recycling will come on their own, but you'll need to pull the lever. Was der? Ja, schön. Use the lever and send 5 visitors to recycling, Miss McNeil. They're glad to sacrifice themselves for the sake of humanity. Vernünftig. Hallo, give me a job and I'll become the best employee. So. Harold Jones, scientist. I'd love to see the stars. Ja, hier. James Clark. Das sind Namen, die mit Science Fiction zu tun haben, ne? Entschuldigen Sie, Mr. Clark, ich habe nicht gehört, was Sie gesagt haben. Können Sie das wiederholen? Nein? Schade. Larry White. Visitor's date of birth. Ja, wissen Sie, was Ihr Todestag ist? Heute. Ah, back in 9th grade I was a scoutmaster. Everyone deserves to hate camping outdoors. Ja, vielleicht. So, jetzt habe ich meine Quote erfüllt. Sometimes you won't have enough fuel for the factory. You can incinerate the worst citizens of Vert 5 to convert that deficit. Everyone will have a chance to serve the needs of society. To refuel, burn 3 visitors with the lowest stats. Burn 3 visitors with the lowest stats. Was ist hier, was die lowesten sind? Quest complete. So, Endurance. Sometimes I stand up around wrapped up in dark thoughts. Sie wissen schon, was kommt, ne? Mr. Young. Ja, Stress Tolerance with the lowest stats. Space for the Ark. Was kann ich denn? Die Ark Seal. Sends people to the Ark. Ja, das ist ja alles sehr niedrig hier, ne? Und hier kann ich burnen, nehme ich an. Tatsächlich. Das ist ja ungeheuer niedrig. If only we had a factory like this back in the 20s, we'd show him. Which 20s? The 1920s? Where's that weird smell coming from? Hierher. Ne? Wer dumm fragt, kriegt eine dumme Antwort. I can see that you've got the hang of recycling and incinerating, but slow down a bit. We still need people to construct and man the Ark.
Okay. We need the best citizens of Word 5. We've marked their best qualities in their cards with green for your convenience. Check the documents, stamp them, and return them to the future colonists. Admit 5 visitors with green stats to the Ark. This might be what was meant to happen. Heißen sie Leia mit Vornamen? Und Organa mit Nachnamen? Oder sollte ich sagen Vader? Nee, wie hieß denn Anakin? Skywalker, ist das der Name? Heißt Vader Skywalker? Ja, eigentlich schon, ne? Darth Skywalker, sozusagen. Wovon rede ich überhaupt? Ja, wie kann ich die denn jetzt durchwinken? So. Ab mit ihnen. Na los. Ab dafür. I'd love to see the stars. Ich würde jetzt gerne, Betty Lopez, ne, weil ich ihre Frisur nicht leiden kann. Aber was soll's. Wir brauchen Leute mit grünen Ding. Hat die ihr grünes Approval eigentlich genauso gekriegt wie ich meine A++? Judy White. I'm working on my vices. Das sehe ich. Sie sind ein bisschen übergewichtig, junge Dame. Aber was soll's. Sie können ja trainieren. Jessica Hernandez. Oder soll ich sagen Jessica Hernandez? Ich habe gerade nicht zugehört. Aber rein mit ihnen. Warum sind da nur Frauen? Wherever you send me, I'll be the best. Even in the cauldron. Oh. Die ist wirklich super hier, die Dame, ne? Judy Johnson. Sie ist Doktor. Bitteschön. High-stat visitors increase the Ark's survivability. The committee observes this key parameter. Besides increasing construction, increasing the Ark's survivability will also increase the committee's trust in you, awarding you with various bonuses. It's a shame that not even in Word 5 is as perfect as I am. Sometimes you'll have to admit people who aren't above average in every stat. But do make sure that the total number of their stat is above 0, otherwise the Ark's survivability will lower. The rust bucket they'll cobble together won't be flying off too far. Increase the Ark's survivability level by admitting enough visitors with a positive stat level. Turn them into space janitors or something. So, das ist tief drunter, ne? Eindeutig. Der ist weit drüber. Bitteschön. Der ist auch weit drüber. Oder die. Die sehen sich sehr ähnlich hier, ne? Der ist... Moment. Der ist ganz knapp. Ganz knapp drüber. Ein Punkt. Aber ist mir zu wenig. Der ist gut. Ich sollte gucken, was die sagen, ne? Sorry. Oder? Sagen Sie mal, heiß oder kalt? Heiß oder kalt? Heiß oder kalt? Heiß. Just got me already, so I can show off what I'm made of. Sehr gerne, junger Dame. I like looking people in the eye and laughing. Sometimes I'll take off my shirt while doing it. Ich würde gern länger darüber reden, aber... Gary Allen. Grandma told me to eat less. Okay, deswegen hat sie dir dieses T-Shirt geschenkt. Komische Grandma hast du da. Sometimes I just do things without wasting time thinking about them. Ja, und das junge Dame, ist ihr Versagen. Did you hear they want to give men and women equal rights? Screw that. I'm getting off this planet. Ja, ne? Stephanie, ihr lebt in einer Welt, in der die Frauen sowieso mehr Rechte haben und ihr wollt nicht, dass die Männer wieder raufkommen, ne? I'd give a lot to be in your place. Where's that weird smell coming from? Ich weiß es nicht, Sie sind Wissenschaftler. Sie sollten da mal nachforschen. We completed an arc order, but didn't start a new one. Planning orders is an important part of your job, Mrs. McNeil. Let's return to the factory. So, you can plan the factory's work using the orders board. It's divided into 3 order categories. Mandatory goods, resources. Mandatory goods, resources. Committee assigns you the mandatory orders. They are needed to construct and supply the Ark. Their completion isn't optional. However, you can pick and choose which commercial orders you accept. An order you accept is moved to the respective part of the orders board. Okay. Gut.
Accept all available orders. Accept. 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 Goods orders. Resource orders. Textiles, blood, meat. People won't do volunteer work for the sake of word 5, however much the government hopes for that. You'll need money for salaries. Sellerie, ne? Müssen wir viel kaufen. New factory sections, bribes. Use commercial orders to earn income. New orders will become available as you complete old ones. Good. Employees send their resources collected from bodies and produce goods to the warehouse. You can check your stocks here. Good. Maybe you already have the resources or goods to complete an order. You can do so right away and take another one. Assign employees to sections according to the orders, then return to the checkpoint. So, das heißt, wir haben hier, also Bones, haben wir 28. Oder ist das die Fähigkeit, die sie hier haben? Wo ist der Stock? Complete 3 orders. Warehouse, Administration. Ich stoppe mal die Zeit. So. Hier ist Warehouse. Textiles, Blood und Meat brauche ich. Textiles. Ne, ich habe nichts. Nichts in der Richtung. Blood und Meat. Ich habe gar nichts. Das heißt... Wo sind hier sind Textiles. Select Employee. Close. Ich schieb die mal Textiles. Blood. Meat. So, jetzt sind die umverteilt, nehme ich an. Runtime. Ach, hier oben kann ich auch noch mal sehen. Warehouse. Tja, kann ich nicht viel machen, ne? Momentan. Da fehlt noch einiges. Break Room. Das wird mir bestimmt auch noch erklärt, was ich im Break Room soll. Tja. Wie kann ich denn... Ich habe doch eben eine Menge Leute durchgewunken hier. Aber die fliegen in der Arche mit. Wie kann ich denn mehr Mitarbeiter kriegen? Das wäre auch eine wichtige Sache zu wissen. Hier tut sich nämlich momentan gar nichts. Nochmal aufs Warehouse. Hier, Blood, Meat und Textiles. Nix. Gar nichts habe ich da. Ah, okay. Ich kann mir das auch noch näher angucken. Okay, also all diese Sachen habe ich erfüllt. Jetzt kann ich auch das Ding hier sehen. Are you already tired of my guidance, Miss McNeil? I suggest you demonstrate your outstanding factory management skills. Complete the remaining 3 orders on your own. Don't forget the checkpoint either. Take care of 20 visitors. You can recycle or incinerate them or even admit them to the Ark. Ja, also verbrennen muss ich... Ich gucke noch mal kurz nach. Moment. The Furnace. Der ist auf 100%. Dann muss ich da momentan niemand verbrennen. Goodbye. 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 Der Mann ist gut. Den wollen wir. Mr. Lee. Oh, I like looking people in the eye and laughing. Sometimes I'll take off my shirt. Ich wusste doch, dass wir eine kriegen, die lebt und das macht. Wir sehen uns heute Abend, junge Dame. I'd give a lot to be in your... The person behind me is trying to hide the fact that they are married. Wir mögen keine Petzen. This might be what's meant to happen. Unbedingt. I'd love to see the stars. And you will, Ryan. You will. Kevin Brown. Brown as in crispy? What kind of an operation are you running here? Why did you let me go before those poor persecuted people? Sie stellen so viele Fragen.
I'm a drug addict. Autocomplete. Sehr schön. Entschuldigen Sie mich einen Moment. Die werden dann automatisch durchgewunken. Das ist doch schön. Also, abgedingst. Was heißt denn? Abgefertigt. Ich muss nicht draufklicken, um zu sagen abschicken. Das macht er automatisch. This might be what was meant to happen. Unbedingt. I'm completely average. Oh. Miss Anderson. Don't stop. Flash curse. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber jemanden wie Sie brauchen wir. Sometimes I just do things without wasting time thinking about it. Das habe ich schon mal gehört, Miss King. Aber als Ärztin können wir sie brauchen. Ruth Moore. I'd love to see the stars. Jeremy Walker. Endlich mal wieder ein Mann an Bord. Willkommen. The opposite gender used to give me the creeps, but now we have such a variety that I'm literally shaking. Grace Wilson. Ich habe keine Fragen an Sie. Willkommen. Ein noch. Ryan Young. Just check my papers. Everything will become clear. Sie sind okay, aber nicht richtig gut. Brauchen wir Leute wie Sie? Brauchen wir jeden Einzelnen? Machen wir es mal so. I'd love to see the stars. Complete 3 orders. If only a factory like this back in the 1920s. Jetzt wiederholt sich so langsam, ne? Okay. Wie sieht's aus? Brauchen wir Brandstoff? Nein. Längst nicht, ne? Längst nicht. Gut. Ich habe das Gefühl, dass ständig neue Leute da sind. Wir brauchen also niemanden, der irgendwas Rotes hat. Miss Walker, nicht wahr? Das brauchen wir nicht. Und Sie petzen zwar auch, aber Sie sind Wissenschaftlerin. Sie dürfen das. Wissenschaftler dürfen petzen, würde ich sagen. I am from a noble inquisitor dynasty. Your seed shall reach the stars. Mr. Ramirez, Rodriguez, Richard. Entschuldigung. Richard Ramirez. Ich dachte, das wäre der berühmte. I'd give a lot to be in your place. In your next life, maybe. Ah, also Leute, die diese T-Shirts tragen, haben es weit gebracht im Leben, würde ich sagen. Ja, auch Sie stehen dafür, Amber. Kimberly. Michelle. Mabel. These are words that go together well. Natalie. Ich habe keine Fragen. Nathan. Sagen wir so. Stephanie. Wenn wir nicht schon so viele gute Leute hätten, würde ich sie nehmen. So aber... Oh. Gary Harris. Selbst ihre Frisur. Verzeih ich Ihnen. Looking people in the eye laughing. Ja, sie soll nicht zu früh lachen. Ich kann mir das leisten, ne? Leute umzubringen, einfach nur, weil sie irgendwas Rotes an sich haben hier. Sie zum Beispiel hat wenig Rotes. Und auch sie petzt. Ja, aber gut, sie nehme ich mal mit. Doktoren können wir brauchen. Wie ich sagte, Doktoren können wir brauchen. So, was ist denn jetzt mit der letzten Goods Order? Textiles. Ich mache hier irgendwas falsch. Was ist denn mit den ganzen Textilien? Hair, Skin, Textiles. Also ich habe noch keine Textilien gemacht. Jetzt muss ich mal gucken, was hier los ist. Ich habe, glaube ich, eine Menge Blood,
Menge Blood. Das heißt, wer ist beim Blut? Wer macht Blut von ihnen? Sie hier, ne? Dann kann ich die auch zu den Textilien schicken. Ah ne, ich habe keinen Platz mehr dafür. Factory Section Performance. Werden in 4 Textilien umgewandelt. Ach so, Moment. Hair und Skin. Jetzt verstehe ich. Hair und Skin. Hatten wir noch nicht. Okay. So, dann brauchen wir noch ein paar Leute. Ja, schöne Haare. Na gut. Sorry, Doktor. Die Haare können wir brauchen. Die Haare können wir brauchen. Mr. Miller. Öffnen Sie Ihre Augen. An Ihnen ist nicht viel auszusetzen. Ich muss Sie mitnehmen. An Ihnen ist überhaupt nichts auszusetzen. Willkommen an Bord. Ja, die Dinger an den Seiten, die müssen ab. Neben allem anderen von Ihnen. Mr. David, da bleibt nicht viel übrig. Aber Sie haben gesunde Haut, das sehe ich. Burger! Burger! Na gut. Ist das gut genug hier? Sie haben so fülliges Haar. Ich glaube, oh, okay. Ja. Ich muss aufpassen. Ich wollte jetzt einfach nur mal jemanden durchsegeln lassen. Weil die Haare so hübsch waren. A high-stat visitor has been recycled. Das ist es also. Okay, verstehe. Gilt der auch als high-stat? Ich nehme mal mit, ne? Ja, muss ich da wohl auch. Was ist denn, wenn jemand nur so 2, also alles in grün hat, aber nur 2 und 3 oder sowas? Ja, die kann ich entsorgen. Die sowieso. Und die behalten wir. So, wie sieht es denn jetzt aus mit Haaren und Skin und so weiter? Wie viel Textiles habe ich? 28. Ich brauche 40. Okay, dann muss noch weitergehen. So, das kann ich mal wegklicken. So. Und weiter geht's. Das ist nicht wirklich genug. Das ist wirklich genug. Auch wenn wir ein bisschen weißes Haar gut brauchen können. Oder rotes. Na, das würde die Textilien ein bisschen aufwerten. Sorry. Das ist zum Beispiel nicht sehr hoch, aber hoch genug. Bye. Wir kriegen sehr bunte Textilien, ne, dadurch. Ja, kann weg. Kann weg. Kann weg. So, reicht das jetzt für die Textilien? Immer noch nicht. Kompetenz, Fatigue, Stress. Muss ich die irgendwann auch mal ins Bett schicken oder sowas in der Richtung? Ja gut, das kann man dann im Auge behalten, ne? Ob die, weiß ich nicht, Fatigue, Stress-Level steigt oder so. Wahrscheinlich kann man sogar mehr Geld denen geben oder so. Keine Ahnung. Das war's. Congratulations on completing your first workday, Miss McNeil. I'm afraid your uncle won't be picking you up. The committee is questioning him. I'm sure it's nothing serious. Security will escort you to your apartment, but first you need to pay the factory's employees their salary. Ups, ich hoffe, wir haben genug. Ich hoffe, wir haben genug Geld. Was wäre denn, wenn wir nicht genug haben? Also wenn wir nicht genug Geld haben, dann recyceln wir die Leute einfach, ne, würde ich sagen. Administration. End the day. Employee Salary. Okay, ich habe also so viel verdient. Wo ist das Government Salary? It's only if you complete daily tasks. Other income. Okay. Employee salaries are paid at the end of each day. You can pick
who you're going to pay, but nobody likes working for free. Achso, die könnte ich jetzt rausnehmen daraus, aber egal. Employees that don't receive a salary will lose loyalty. They will send reports to the committee, which will increase your trust in the organization. Es ist okay, wenn sie hier Leute recyceln und verbrennen, aber nicht zahlen, das geht nicht. Tja, interessant. The Ark. Construction. Okay. Es wird. Das läuft, das läuft. So, das ist Shift. The only thing left to decide is who will have a work day tomorrow. Pay attention to the stress and fatigue levels. Sometimes employees need to rest. Die ist ganz schön fatigued. Und die sind ein bisschen gestresst. Dann nehme ich doch die neuen Leute. Oder? Obwohl, ich kann ja auch mehrere nehmen. Die ist noch gut. Und die ist auch sehr kompetent. Die ist auch noch nicht wirklich gestresst genug. Das kriegt man hin, oder? Okay. Soll reichen. Ja, und dann würde ich den nächsten Tag anfangen. Interessant. Also, ich nehme an, hier Papers, Please ist tatsächlich so ähnlich. Und ich hatte auch mal ein Spiel, wo man einen Einlasser spielte an der Tür von einem Club oder so. Was mir nicht ganz so gut gefiel. Und dann gab es noch eins an der Grenze, irgendwie in Polen oder in Osteuropa oder so, wo man die Autos auch noch durchsuchen musste oder so. War auch nett, aber bisher gefällt mir das hier am besten. Ne? Also dieses Leute umbringen ist ganz schön. Bisschen mehr Vielfalt so in dem, was die sagen und wie sie aussehen und was sie, wäre vielleicht noch ganz schön. Weil es tatsächlich, ne, wenn man sie so hintereinander wegsieht, sind sie völlig austauschbar und man wischt sie so durch. Vielleicht einer der Gründe, und jetzt wird es düster, ne, warum man früher bei Genozid, ne, und in Gefangenenlagern den Leuten die Köpfe rasiert hat, dann sahen sie irgendwie entmenschlicht aus und alle gleich und austauschbar. Sobald sie Individualität haben, ist das nicht mehr so leicht. Und die hier haben natürlich Individualität, weil sie bunte Haare haben, aber dadurch sehen sie dann auch wieder alle gleich aus. Ne? Das wäre echt interessant, aber wahrscheinlich ein zu düsteres Thema, ne? Wenn man hier so das Gefühl hätte, Leute umzubringen, die nicht Cartoon-Figuren sind oder so. Aber trotzdem, ein bisschen drehen könnte man so ein bisschen dran, ne? Dass man mal ältere Leute, jüngere Leute sieht und sich denkt, tut mir leid um den. Oder so. Ja, nettes Spiel, gutes Konzept, aber funktioniert natürlich auch fantastisch als Mobilspiel. Muss ich mal gucken, ob es das oder ähnliches irgendwie auf dem Tablet gibt oder so. Abends im Bett ein paar Leute recyceln, hätte doch eventuell was. Ne? Bleibt fair, okay?